1975, dritte Serie, sehr geiles Ding, schön schlicht. Und die Ritzler habe ich auch schon mal gesehen. Ja, du stehst immer auf diese Exoten, ne? Ja, so exotisch, aber die hat einen geilen Lack. Die hat einfach einen schönen Lack, genau wie die hier vorne. Mhm. Heute regnet es und es ist grau und wir sind in Italien. Trotzdem ist ein guter Tag, denn wir sind beim Open Day des Rimini Lambretta Center und wollen euch mal ein wenig zeigen, was hier so alles passiert. Ich überlege, was das für ein Auspuff ist. In jedem Fall auch ein sehr schöner Roller. Ne? Teenage Rebel, Parola, eine DL200. Chromcoat-Flügel ist weniger meins, ansonsten sehr schön. Also wir gehen jetzt mal hier über die Händlermeile beim Rimini Lambretta Open Day. Und hier rechts sieht man, wir sind in Italien. Italien ist immer Vespa Smallframe Land. Und deswegen gibt es hier auch ein paar Aussteller, die Hightech-Produkte für Vespa Smallframe anbieten. Man sieht eine ganze Menge hier, man sieht aber vor allem schöne Lambretten. Natürlich, wir sind bei Rimini Lambretta und ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen möchte, weil es so viele Lambretten gibt, die wirklich cool aussehen. Da ist es schon fast schwer aufzufallen mit seiner Lambretta. Hier hinten haben sie einen Essstand aufgebaut, wo es alles Mögliche an italienischen Spezialitäten gibt. Einzig das Bier, das hat zwar einen deutschen Namen, irgendwas mit Land, aber ehrlich gesagt, da gibt es auch in Italien bessere Biere. Na gut, gehen wir mal rein. Hier sehen wir den Prüfstand, da ist gerade nichts los, aber es gibt anscheinend auch eine Prüfstand-Challenge oder sowas. Jedenfalls waren heute schon eine ganze Menge Roller auf dem Prüfstand vertreten. Ob das da auch prämiert wird, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Hier ist eine kleine Bühne aufgebaut. Man sieht davor so ein paar Sitzreihen, Leute, die zuhören. Die haben sich wirklich was einfallen lassen. Und hier, wie immer, kann man besonders schöne Roller sehen. Besonderer Star heute ist der Ancelotti Rekordroller. We have a very, very interesting guest here. Could you please introduce yourself? Dunque, mi chiamo Ancelotti Alberto. So I'll just translate quickly. Yes. So Alberto Ancelotti from Florence. They built up the Super Sprinter, and he rode it, and he did the world record of top speed of 172 kilometers per hour at Elvington in 1966. Hier sind wir wieder draußen und wie ihr seht, hat es wieder angefangen zu regnen. Also leider das Wetter nicht, wie wir uns das von Italien erhofft haben. Von daher gehen wir am besten schnell wieder unter das Vordach. Ja? Bitte? Was? Nimmst du auf oder was? Ich stelle hier die Fragen. So geht es hier. Ja. Wer seid ihr und warum seid ihr hier? Hier sind wir. Kannst du mich bitte symmetrisch filmen? Ich will nicht irgendwie... Danke. Ist ja Wahnsinn. Ich bin Nico, das ist mein Arbeitskollege. Ich bin Luigi. Wir arbeiten bei Sip Scooter Shop GmbH in Landsberg am Lech und vertreiben Motorrollerteile über einen Online-Shop. Und aus diesem Grunde sind wir hier und wir wollten mal schauen, wie schön es hier unten in Rimini ist. Ja, das Wetter ist aber nicht so schön. Aber Das Wetter ist voll scheiße. Die ganze Zeit wurde damit gelockt. Ja, hey, kommt's ja, mit. komm in und so, das Rimini, das ist voll schön. Ja, Urlaubsort. Jetzt sind wir da. Und was ist? Regen. Was könnten wir eigentlich noch hier so berichten? Es ist eigentlich gar nicht so weit bis zum Meer. Und wir sitzen hier in einem Gewerbegebiet. Ja. Sehr schön. Warum darf Luigi schon das neue Logo tragen und du musst noch die alten Sachen auftragen? Ich bin länger dabei. Ja. Bin länger dabei. Sehr gut. Vielen Dank.
I'm here with one of the bosses of Casa Performance and Rimini Lambretta Center. It's Mickey. You already know Mickey from other videos. Mickey, what are you doing here today? Hello to everyone. Today I'm in holiday, I'm doing nothing. No, I'm joking. Yeah, we are organizing our open day today in the shop and tomorrow with a scooter run and lunch in the hills. And it's 7 o'clock in the morning and you already have your cup of coffee. It's not mine. Good. But you know, people sometimes wonder why are shops like us or Rimini Lambretta Center are running open days. The answer is very, very simple. It's to clean up the shop. Yes, it's a good chance to clean up everything, yeah. I've been here several times and it's always in good condition. But now it looks like a hospital or something. To be honest, you can with lots of new engines, yeah, and everything is very clean. So 6 days, 5 people only cleaning up the clean shop and sort out, yeah. making everything tidy with your new shelves, with the exactly. scooters. Yeah. What do you think? How many people will be here today? We are expecting between 500 and 600 people during 500 the day. and 600? Yeah. That's really a lot. Yeah. I hope. Okay. The weather is not very helpful, but it will change. Yeah. It will change. Yeah. Okay. So thanks a lot for your time. I know you have a lot of things to do. Thank you very much. See you later. Now I'm standing here with Marco, one of the owners of Rimini Lambretta Center. Marco, are you happy with your open day? We are very happy and we are expecting a lot of people coming. Okay. We have been working a lot to plan anything, collecting customer scooters, preparing all the products. So you did a lot of preparation for your open day? Yes. What do you think will be the highlights today? The highlights will be the sun. The sun? Because we're still waiting for sun to come out. Okay. The highlights will be our guests that they gonna have a speech. We have Sticky, Tony Tesser, which is a famous Lambretta rider from the 60s, and then Alberto Ancilotti, which is the owner of the Ancilotti Super Sprinter. Very famous scooter. Yeah. Unfortunately, Vittorio is not coming, but it's supposed to be Vittorio Tesser as well, to tell the story about how the Lambretta was born and to present this book on the Lambretta A and B models. Looks like a very interesting program, and I'm sure the sun will also come later. Let's Marco, hope so. thanks a lot for your time. And Thank you, Jesper. see you later. Thank you. Bye. Hello, I'm Nikos. I come from Greece with Lambretta. Ich bin der Markus von Spirit of 84 Scooterists. I am Giorgio from Scooterismo.it. Tonino Zanchini. Hello, I'm Dave from the Scooter Maniac Scooter Club from Somerset, England. We're really enjoying ourselves. We're having a few drinks, having a laugh, meeting some new people, and we're really enjoying ourselves. How long did it take to get here from Greece? 2 days. Scooter by hometown until Rumenica, and then with ship Rumenica, Ancona. Ancona until here with my scooter. I basically come 3 days to get here, through Germany, through Austria and into Italy. We brought a scooter with us, but we're in a van basically. It's 1,200 miles each way. Back to where we live in Somerset. Every time I came here is perfect because today the weather is not so sunny, but the atmosphere is very cool, and share passion with Lambrettisti from all over the world is unique. Sehr interessant, muss ich sagen. Es ist eine Zweizylinder-Lambretta. Wann wurde dieser Umbau gemacht? Das gefällt mir super hier. Total genial, entspannte Stimmung. 1974. 1974. Dieser Roller, der ist also so alt wie ich, aber er ist leider in einem viel besseren Zustand. Essen ist auch sehr gut. Wir sind in Italien, man kann nicht schlecht essen. Bier ist aus deutscher Sicht geht, ne? Aber macht besoffen, von daher also klar, alles okay. Beer, I take few at the moment because I have to work, but after tonight a big party, so I think we are going to be massive. Okay.
Perfect. Thanks a lot. Ciao. Thank you very much. Läuft der Ton überhaupt? Sag mal was. Was? Läuft? So, es ist Sonntagmorgen. Ich habe hier schon ein komplettes italienisches Frühstück in der Hand, was leicht tropft. Und es geht gleich los auf die Ausfahrt. Also der Rimini Lambretta Center Open Day endet nicht mit dem Nighter am Samstagabend, sondern es gibt noch eine organisierte Ausfahrt durch die Berge. Und man sieht, hier sind schon ziemlich viele Lambretten am Start, auch sehr viele schöne Lambretten. Und natürlich geht es gleich auch in schöne Landschaften. Und da fahren wir jetzt ein bisschen mit. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, the place I call my home. I was looking to belong when I already found my home. Die Sonne ist zurück in Italien und wir sind fast am Meer, denn da hinten, das ist das Meer und was man hinter den Hügeln sieht, das ist Rimini. Wir sind in einem Restaurant angekommen, hier gibt es ein sehr leckeres Mittagessen, da gehe ich jetzt gleich hin. Aber damit endet auch der Open Day des Rimini Lambretta Center. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte abonniert den Kanal, drückt die Bimmel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.